Stellt euch eine uneinnehmbare Festung vor. Eine Festung, die als unüberwindbare Barriere gegen die deutsche Kriegsmaschinerie gebaut wurde. Doch an einem einzigen Tag, am 10. Mai 1940, wurde diese mächtige Festung in nur wenigen Stunden vollständig eingenommen durch eine beispiellose, geheime Operation. Wie schaffte es die deutsche Wehrmacht, das scheinbar Unmögliche zu vollbringen? In diesem Video enthüllen wir die brillanten Taktiken, die hinter dem Blitzsieg von Ibn Emael standen. Bleibt dran, denn was ihr gleich erfahren werdet, verändert eure Sicht auf militärische Geschichte für immer. Erster historischer Hintergrund und die strategische Bedeutung der Festung Ibn Emael. Ende der 1930er Jahre spitzte sich die Lage in Europa zu. Länder wie Belgien und Frankreich sahen sich einer immer größeren Bedrohung durch das aufstrebende Nazi-Deutschland gegenüber. Die strategische Bedeutung der Festung Ibn Emael. Ibn Emael galt als Schlüsselpunkt im belgischen Verteidigungssystem. Die Festung wurde so gebaut, dass sie die Brücken über die Maas und den Albertkanal schützen konnte, was von entscheidender Bedeutung war, um einen deutschen Vormarsch zu verzögern. Vergleich mit der Maginot-Linie. Ähnlich wie die französische Maginot-Linie sollte Ibn Emael eine Barriere gegen die deutsche Armee bilden. Die Festung war ein wesentliches Element im belgischen Verteidigungsplan und galt als nahezu uneinnehmbar. Strategische Lage der Festung. Die Festung lag in der Nähe der deutschen Grenze und deckte einen wichtigen Korridor ab, den die deutsche Armee für ihren Vormarsch nach Frankreich nutzen würde. Sie sollte verhindern, dass die Wehrmacht rasch in das Herz Belgiens und weiter nach Frankreich vordringen konnte. Die politische Lage Europas. Während Deutschland sich auf den Blitzkrieg vorbereitete, hatten die Alliierten Belgien als Pufferzone im Westen betrachtet. Ibn Emael wurde daher als Schlüssel zur Sicherung Belgiens und zur Verlangsamung der deutschen Invasion angesehen. Zweiter die Architektur und Verteidigungssysteme der Festung Ibn Emael. Die Festung Ibn Emael war ein technisches Meisterwerk und galt als eine der stärksten Verteidigungsanlagen ihrer Zeit. Die Größe und Struktur der Festung. Ibn Emael erstreckte sich über eine Fläche von 75 Hektar und bestand größtenteils aus unterirdischen Anlagen. Diese Architektur bot Schutz vor Luft- und Artillerieangriffen. Bewaffnung und Verteidigung. Die Festung war mit schweren Geschützen ausgestattet, darunter 75 mm und 120 mm Kanonen, die strategisch so positioniert waren, dass sie Brücken und Straßen über die Maas und den Albertkanal abdeckten. Unterirdische Tunnel und Truppenunterkünfte. Das unterirdische Tunnelsystem ermöglichte es den Truppen, sich unbemerkt innerhalb der Festung zu bewegen. Ibn Emael konnte bis zu 1.200 Soldaten beherbergen und war mit Lagerräumen, Krankenstationen und Kommandoposten ausgestattet. Verteidigungsstärke und Schwächen. Die dicken Betonwände boten starken Schutz gegen herkömmliche Angriffe. Allerdings war die Festung anfällig für Luftangriffe, ein Risiko, das damals noch nicht ausreichend berücksichtigt wurde. Dritten Deutschlands Blitzkriegtaktiken. Der Blitzkrieg oder Blitzkriegtaktik war die zentrale Strategie der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg. Geschwindigkeit und Überraschung standen im Mittelpunkt. Grundprinzipien des Blitzkriegs. Die Blitzkriegtaktik zielte darauf ab, den Feind schnell und entscheidend zu überwältigen, bevor dieser die Chance hatte, effektiv zu reagieren. Dies wurde durch die enge Koordination von Luftwaffe, Panzerdivisionen und Infanterie erreicht. Die Überraschungsstrategie bei Ibn Emael. Anstatt einen klassischen Bodenangriff zu starten, entschieden sich die Deutschen für einen überraschenden Luftangriff mit Fallschirmjägern. Dies ermöglichte es, die Festung von oben anzugreifen und die Verteidigungsanlagen zu umgehen. Die Planung des Angriffs. Die deutsche Führung bereitete den Angriff akribisch vor. Die Fallschirmjäger wurden speziell trainiert, um gezielt die wichtigsten Verteidigungspunkte der Festung auszuschalten, darunter die Artillerie- und Maschinengewehrstellungen. Schnelle Eroberung.
Der Plan basierte auf Geschwindigkeit. Die Deutschen wollten die Festung innerhalb von Stunden einnehmen, bevor die belgischen Truppen Verstärkung erhalten konnten. Dies war ein entscheidender Bestandteil der Blitzkrieg-Taktik. Die Festung wurde von nur 85 Soldaten der deutschen Fallschirmjäger, einer Einheit der Luftwaffe, erobert. Die Kämpfe in diesem Gebiet beschränkten sich jedoch nicht nur auf das Umfeld der Festung. Diese Operation war Teil eines umfassenderen Angriffs auf die Festung und die Brücken. Daher wird dieses Gefecht allgemein als Schlacht von Ibn Mael bezeichnet. Viele ausländische Quellen beschreiben dieses Gefecht jedoch fälschlicherweise nur als einen Angriff auf die Festung. Zwar wurde die Festung mit nur 85 Soldaten angegriffen, doch an der gesamten Schlacht nahmen insgesamt 500 deutsche Soldaten teil. Die belgische Seite versuchte das Gebiet mit über 1000 Soldaten zu verteidigen. Im Jahr 1931 begann der Bau der Festung Ibn Mael nach einem ähnlichen Prinzip wie die französische Maginot-Linie, und 1935 wurden aktive Verteidigungseinheiten dort stationiert. Schauen wir uns nun genauer an, wie diese Festung erobert wurde. Die Festung Ibn Mael befand sich an einem strategisch äußerst wichtigen Punkt, nämlich an der Mündung des Albertkanals und der Maas. Belgien, das im Ersten Weltkrieg von Deutschland besetzt worden war, wollte verhindern, dass sich eine solche Invasion wiederholte. Wenn man an eine Festung denkt, kommen einem normalerweise Steinmauern in den Sinn, doch Ibn Mael war ein modernes Verteidigungsbollwerk, das mit der fortschrittlichsten Technologie der damaligen Zeit ausgestattet war. Die Festung war mit Waffen bestückt, die Ziele im Umkreis von 20 Kilometern treffen konnten. Aus der Luft betrachtet hatte die Festung eine Form, die an einen Diamanten oder ein Dreieck erinnerte. Ihre maximale Ausdehnung betrug von Norden nach Süden 1000 Meter und von Osten nach Westen 730 Meter. Der Albertkanal bot der Festung natürlichen Schutz, was es Panzern erschwerte, sich zu nähern. Nur über den südlichen Zugang war die Festung mit Fahrzeugen erreichbar, aber auch hier waren Panzersperren installiert. Zudem waren in regelmäßigen Abständen Beobachtungstürme aufgestellt, die mit Maschinengewehren und Panzerabwehrgeschützen ausgestattet waren. Im oberen Bereich der Festung befanden sich betonierte Verteidigungsstellungen, die durch ein Tunnelsystem, ähnlich dem der Maginot-Linie, miteinander verbunden waren. Während eines Angriffs konnten Stahlbarrieren geschlossen werden, um die Verbindungen zwischen den einzelnen Einheiten zu unterbrechen. Daher reichte es nicht aus, nur an einer Stelle in die Festung einzudringen, die Verteidigung war durch ein stark verschachteltes System gesichert. Die Festung war mit Betonblöcken und Erde bedeckt, was die Auswirkungen von Bombardierungen und Artilleriefeuer stark minderte. Zudem war das Gelände um die Festung herum mit Minenfeldern gesichert. Die wichtigste Verteidigungslinie bestand aus U-förmig angeordneten 75 mm Geschützen und Maschinengewehren. Im Zentrum dieser Linie befand sich eine drehbare Kuppel mit 120 mm Geschützen, die sich öffnen und schließen ließ und sich um 360 Grad drehen konnte. Zusammengefasst war es praktisch unmöglich, diese Festung allein durch Bombardierungen oder Panzerangriffe zu überwinden. Wie sollte also die als Verteidigungstor Belgiens bekannte Festung Ibn Mael erobert werden? Nach der Besetzung Polens rief Hitler den Kommandanten der Fallschirmjäger, Kurt Student, zu sich und forderte ihn auf, einen Plan zur Eroberung der Festung Ibn Mael zu entwerfen. Den Deutschen war bewusst, dass die Festung nicht mit gepanzerten Fahrzeugen erobert werden konnte, also plante Student einen überraschenden Luftangriff. Mit Junkers Ju-52 Flugzeugen gezogene Lastensegler sollten in der Nähe landen, und Elite-Fallschirmjäger würden die Festung stürmen und einnehmen. Der kritischste Punkt dieses Angriffs war die rasche Ausschaltung der Verteidigungsstellungen im Süden der Festung, wo sich drehbare schwere Geschütze und Maschinengewehre befanden. Diese Verteidigungsstellungen wurden Bannermauer genannt. Im Zentrum befand sich eine Kuppel, die mit 120 mm Geschützen ausgestattet war, doch für den Angriff auf diese kritischen Stellungen wurden nur 85 Soldaten eingesetzt. Dies lag daran, dass die Lastensegler nur eine begrenzte Anzahl an Soldaten transportieren konnten und direkt auf der Festung landen mussten.
Die Deutschen verfügten für diese Aufgabe über eine speziell entwickelte Technologie. Während normale Sprengstoffe den Explosionsdruck nach oben leiten, leitete die als Hohlladung bezeichnete neue Technologie den Druck direkt nach unten. Dies war die ideale Lösung, um die mit Beton und Stahl geschützten Verteidigungssysteme der Festung Ebn Emael zu zerstören. Um die Verteidigungssysteme und Verbindungen der Festung Ebn Emael außer Gefecht zu setzen, sollte eine präzise Technologie eingesetzt werden. Diese Operation wurde von einem Bataillon unter dem Kommando von Hauptmann Walter Koch durchgeführt, und die Soldaten wurden seit dem 2. November 1939 ausschließlich für diese Mission speziell ausgebildet. Diese Ausbildung umfasste nicht nur die 85 Soldaten, die direkt an der Festung angreifen sollten, sondern auch die 500 Soldaten, die an der gesamten Operation beteiligt waren. Nochmals sei betont, dass der direkte Angriff auf die Festung von nur 85 Soldaten ausgeführt wurde. Die anderen Soldaten hatten die Aufgabe, die umliegenden Brücken zu erobern. Während des Angriffs wurde kein Funk verwendet, und nach dem Start der Flugzeuge aus Deutschland wurde die gesamte Kommunikation eingestellt. Den 500 Soldaten, die an dieser Mission beteiligt waren, wurde für 5 Monate jeglicher Urlaub gestrichen, und sie dürften nur telefonisch mit ihren Familien sprechen. Diese Gespräche wurden streng überwacht, und jeder, der auch nur die geringsten Informationen über die Mission preisgab, wurde sofort hingerichtet. Alle Übungen wurden mit der Ausrüstung durchgeführt, die auch bei der tatsächlichen Operation zum Einsatz kommen sollte, und die Soldaten hatten jeden Schritt des Angriffs perfekt auswendig gelernt. Die Lastensegler, die die Soldaten zur Festung bringen sollten, waren speziell konstruiert und wurden von der Weltmeisterin im Segelflug, Anna Reitsch, getestet. Die Leitung dieser kritischen Operation wurde dem jungen Leutnant Rudolf Witzig übertragen, der erst 23 Jahre alt war. Der Angriff sollte am Morgen des 10. Mai 1940 beginnen, als 42 Flugzeuge und Lastensegler um 4:30 Uhr von der Luftbasis in Köln abhoben. Um 5:25 Uhr sollten die Lastensegler in der Zielregion landen. 11 Lastensegler würden direkt auf der Festung Ebn Emael landen, die anderen würden bei den strategisch wichtigen Brücken abgesetzt. Als die Flugzeuge die belgische Grenze erreichten, waren die Belgier überrascht. Die Flugzeuge ließen die Lastensegler lautlos los, und der erste Lastensegler landete in völliger Stille direkt auf der Festung, während die Belgier zusahen. Auf den Lastenseglern waren alle Kennzeichen der deutschen Armee entfernt worden, weshalb das erste Segelflugzeug nicht beschossen wurde. Doch auf die nachfolgenden Lastensegler wurde mit Maschinengewehren das Feuer eröffnet. 9 der 11 Lastensegler, die auf der Festung landen sollten, erreichten ihr Ziel erfolgreich. Einer der vermissten Segelflugzeuge war jedoch das des Einsatzleiters Rudolf Witzig. In seiner Abwesenheit übernahm Feldwebel Helmut Wenzel das Kommando. Witzig war versehentlich ins Landesinnere gelandet, hatte sich ein vorbeifahrendes Lastauto beschlagnahmt und sich zu einem nahegelegenen Dorf durchgeschlagen, von wo aus er das Hauptquartier informierte. Kurz darauf kam ein Flugzeug, das Witzig zurück zur Operationszone brachte. 92 Soldaten, die mit 9 Lastenseglern gelandet waren, sollten die Feldwetzelbrücke einnehmen, 96 Soldaten aus 11 Lastenseglern die Frönhofenbrücke und 90 Soldaten aus 10 Lastenseglern die Kennbrücke. Das eigentliche Hauptziel war jedoch die Eroberung der Festung Ebn Emael und die Ausschaltung ihrer Geschütze. Die 120 mm Geschütze im Zentrum waren so ausgerichtet, dass sie alle 3 Brücken beschießen konnten, weshalb sie schnellstmöglich außer Gefecht gesetzt werden mussten. Die Deutschen konzentrierten sich zuerst auf den Beobachtungsturm am Eingang der Festung. Durch die Zerstörung dieses Turms sollte der Informationsfluss zu den Artilleriestellungen unterbrochen und die Weiterleitung von Informationen über die Brücken an das zentrale Funksystem verhindert werden. 2 deutsche Soldaten riskierten ihr Leben, rannten zum Beobachtungsturm und brachten eine Halonbombe an, die den Turm sprengte. Anschließend wurden die 75 mm Geschütze in den nahegelegenen Verteidigungsstellungen mit Sprengladungen ausgeschaltet.
Deutsche Soldaten drangen durch die entstandene Öffnung in die Stellungen ein und überwältigten die belgischen Soldaten, die ihnen im Weg standen. Die Geschütze in diesen Stellungen konnten jedoch ohnehin nicht feuern, da der Aufzug außer Betrieb war. Alle Verteidigungsstellungen wurden mit Handgranaten und Maschinengewehren bekämpft. Das wichtigste Ziel war jedoch die Kuppel mit den 120 mm Geschützen im Zentrum. Die Soldaten, die die südlichen Stellungen verteidigten, wurden mit Flammenwerfern ausgeschaltet. In der entstandenen Verwirrung brachten 2 deutsche Soldaten eine Halonbombe an der Kuppel an. Die Explosion richtete keinen direkten Schaden an der Kuppel an, doch das Artilleriefeuer wurde gestoppt, da der Munitionsaufzug ausgefallen war. Als der Kommandant der Festung die Lage erkannte, befahl er, dass alle Geschütze und Maschinengewehre auf die Festung selbst feuern sollten. Doch die Deutschen meldeten die Situation an das Hauptquartier, woraufhin Stuka-Sturzkampfbomber die Festung bombardierten, insbesondere die Kuppel mit den 120 mm Geschützen. Währenddessen reparierten die Belgier den Munitionsaufzug und nahmen das Feuer auf die Brücken wieder auf. Die Kennbrücke wurde schwer beschädigt und war unbrauchbar. Am Abend versuchten die Belgier, Verstärkung heranzubringen, doch die Deutschen hatten die Festung bereits vollständig umzingelt. Der letzte Schlag gegen die Festung erfolgte, als eine Gruppe deutscher Ingenieure die Stahltore am Haupteingang sprengte. Nach diesem Angriff kapitulierten die Belgier. Militärhistoriker zählen diese Operation bis heute zu den erfolgreichsten Spezialeinsätzen. Viele Experten sehen in dieser Operation sogar einen entscheidenden Meilenstein bei der Entstehung moderner Spezialeinheiten. Bevor wir zu den Ergebnissen der Operation kommen, möchte ich eine kleine Erinnerung einfügen. Freunde, ich habe versucht, diese Operation so einfach und verständlich wie möglich zu erklären. Doch in verschiedenen Quellen könnt ihr auf unterschiedliche Darstellungen stoßen. Dies liegt daran, dass der Angriff gleichzeitig an mehreren Stellen durchgeführt wurde, was zu Abweichungen in den Berichten und Erinnerungen führte. Die Belgier setzten alles daran, alle 3 Brücken unbrauchbar zu machen, doch nur die Kennbrücke wurde vollständig zerstört. Damit war der Weg ins Herz Belgiens und zur französischen Grenze frei. An der gesamten Operation nahmen nur 500 deutsche Soldaten teil, und trotz der starken Verteidigung fielen nur 6 deutsche Soldaten, während 20 verletzt wurden. Die Belgier verteidigten das Gebiet mit 1200 Soldaten, wobei 60 Belgier fielen und über 1000 Soldaten gefangen genommen wurden. Militärische und psychologische Auswirkungen des Angriffs. Der Erfolg der deutschen Fallschirmjäger bei Ibn Emael hatte sowohl militärische als auch psychologische Folgen, die weit über den unmittelbaren Sieg hinausgingen. Schnelle Einnahme strategischer Punkte. Mit der Einnahme der Festung konnte die deutsche Wehrmacht den Weg für ihren Vormarsch nach Frankreich öffnen. Ibn Emael galt als eine der größten Hindernisse auf ihrem Weg, doch es fiel in nur wenigen Stunden. Moralischer Schlag für die Alliierten. Die Niederlage von Ibn Emael war ein schwerer moralischer Rückschlag für die belgischen und alliierten Truppen. Eine als uneinnehmbar geltende Festung war in Rekordzeit gefallen, was das Vertrauen in die Verteidigungsstrategien erheblich erschütterte. Der Erfolg des Blitzkriegs. Der Angriff auf Ibn Emael demonstrierte die Wirksamkeit der Blitzkriegtaktik auf beeindruckende Weise. Geschwindigkeit, Überraschung und präzise Planung erwiesen sich als entscheidend für den Erfolg. Folgen für zukünftige Operationen. Der Sieg bei Ibn Emael legte die Grundlage für zukünftige deutsche Operationen im Westen und beschleunigte den Zusammenbruch der belgischen Verteidigung. Der Blitzkrieg konnte sich ungehindert ausbreiten. Der Fall von Ibn Emael und seine Folgen. Der Fall von Ibn Emael markierte einen Wendepunkt in der frühen Phase des Zweiten Weltkriegs und hatte weitreichende Folgen für die weitere Kriegsführung in Westeuropa. Die Einnahme der Festung. Nach nur wenigen Stunden intensiver Kämpfe war die Festung vollständig in deutscher Hand. Die belgischen Verteidiger, von der Schnelligkeit und Präzision des Angriffs überwältigt, kapitulierten.
Der Zusammenbruch der belgischen Verteidigung. Mit dem Verlust von Eben-Emael wurde die belgische Verteidigungslinie durchbrochen. Dies öffnete der deutschen Wehrmacht den Weg nach Frankreich und ermöglichte es, die geplante Offensive im Westen ungehindert fortzusetzen. Auswirkungen auf den Westfeldzug. Der Erfolg bei Eben-Emael beschleunigte den deutschen Vormarsch durch Belgien und Frankreich. Die alliierten Truppen waren gezwungen, sich neu zu formieren und auf die schnelle Ausbreitung des Blitzkriegs zu reagieren. Langfristige militärische Bedeutung. Eben-Emael diente als Modell für zukünftige Luftlandeoperationen. Der Erfolg dieser Operation zeigte, wie effektiv kombinierte Luft- und Bodenangriffe sein können, insbesondere gegen stark befestigte Ziele. Deutschlands Gewinne und strategische Folgen. Die erfolgreiche Einnahme von Eben-Emael brachte Deutschland nicht nur einen taktischen Sieg, sondern hatte auch weitreichende strategische Auswirkungen auf den weiteren Kriegsverlauf. Öffnung des Weges nach Frankreich. Mit dem Fall von Eben-Emael war der Weg für die deutsche Wehrmacht nach Frankreich frei. Die Festung, die die wichtigen Brücken über die Maas und den Albert-Kanal bewachte, stellte keine Barriere mehr dar. Beschleunigter Blitzkrieg. Der Blitzkrieg, der bereits für seine Schnelligkeit bekannt war, gewann durch den Sieg bei Eben-Emael weiter an Tempo. Die deutschen Truppen konnten rasch durch Belgien vordringen und den alliierten Streitkräften eine entscheidende Niederlage zufügen. Psychologische Auswirkungen auf die Alliierten. Der schnelle und scheinbar mühelose Fall einer so stark befestigten Festung wie Eben-Emael führte zu einem Schock bei den Alliierten. Ihr Vertrauen in die eigene Verteidigungsfähigkeit war erschüttert, was sich negativ auf die Moral auswirkte. Langfristige strategische Vorteile für Deutschland. Der Erfolg bei Eben-Emael unterstrich die Effektivität der deutschen militärischen Planung und die Bedeutung von Überraschungsangriffen. Es zeigte, dass gut geplante und präzise durchgeführte Operationen selbst die stärksten Verteidigungen durchbrechen können. Die Bedeutung von Eben-Emael in der Militärgeschichte. Der Angriff auf Eben-Emael gilt als eine der innovativsten und erfolgreichsten militärischen Operationen des Zweiten Weltkriegs. Meisterwerk der militärischen Planung. Die Operation kombinierte präzise Planung, Geheimhaltung und eine perfekt abgestimmte Durchführung. Die Nutzung von Gleitern und Fallschirmjägern zur Einnahme einer so stark befestigten Festung war eine bahnbrechende Taktik. Luftlandeeinsätze als Wendepunkt. Der erfolgreiche Einsatz der Fallschirmjäger und die Überraschungstaktiken bei Eben-Emael markierten einen Wendepunkt in der militärischen Kriegsführung. Diese Operation zeigte, wie effektiv Luftlandeeinsätze in zukünftigen Konflikten sein könnten. Lehren für zukünftige Kriege. Eben-Emael diente als Modell für viele spätere Operationen. Der Erfolg dieser Mission bewies, dass selbst stark befestigte Verteidigungsanlagen durch sorgfältige Planung und überraschende Angriffe überwunden werden können. Langfristiger Einfluss auf die Kriegsführung. Die Einnahme von Eben-Emael wurde zu einem Symbol für die Macht und Effizienz des Blitzkriegs und prägt bis heute militärische Taktiken weltweit. Abschließend möchte ich noch einen kleinen Hinweis geben. Viele der im Video gezeigten Bilder werden oft als originale Kriegsaufnahmen präsentiert. Diese Bilder wurden jedoch nach der Eroberung der Festung für Propagandazwecke gedreht und inszeniert. Sie sind also keine Aufnahmen aus der eigentlichen Schlacht, sondern speziell nach dem Angriff erstellte Szenen. Eben-Emael, eine Festung, die als unbezwingbar galt, fiel in Rekordzeit. Diese Operation zeigte der Welt, wie gefährlich eine gut geplante und ausgeführte Überraschung sein kann. Der Erfolg bei Eben-Emael war nicht nur ein Triumph für die deutsche Wehrmacht, sondern auch ein Wendepunkt in der Kriegsführung. Welche Lektionen können wir aus dieser beeindruckenden Aktion ziehen? Und wie hat sie die zukünftige Kriegsführung beeinflusst? Wenn euch diese Geschichte genauso fasziniert hat wie uns, abonniert den Kanal, um mehr über die außergewöhnlichen Operationen des Zweiten Weltkriegs zu erfahren. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.